Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir machen heute fantastische Roggensemmeln, richtig schön knusprig von außen, flaumig von innen, genauso wie eine gute Semmel sein soll. Und wie du da jetzt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst dafür 220 Milliliter lauwarmes Wasser, wo du einen halben Teelöffel Zuckerrohr hineingibst, genauso wie einen kleinen Teelöffel Trockenhefe, was ca. 1,5 Gramm Trockenhefe entspricht. Löse den Zucker und die Hefe im Wasser auf. Und dann kannst du dir schon deine Rührschüssel herrichten, wo du dir 200 Gramm Roggenmehl Typ 1150 hineingibst, genauso wie 125 Gramm Weizenmehl Typ 550 und ein bisschen Salz darf auch nicht fehlen mit genau 5 Gramm. Die trockenen Zutaten vermengst du miteinander und machst dir eine Kuhle. Dort gibst du nun das Hefewasser hinein. Nun deckst du die Hefe einfach mit ein wenig Mehl ab und lässt es für eine Viertelstunde ruhen. Nach den 15 Minuten kann das Ganze auch schon in die Küchenmaschine gegeben werden. Verknete alles zu einem glatten Teig für ca. 3 Minuten auf Stufe 2. So sollte der Teig nun im besten Falle aussehen. Und nun lass ihn einfach für die nächsten 10 bis 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen, dass die Hefe ein wenig gären kann. Nach etwa 10 Stunden kannst du sehen, dass der Teig ein wenig aufgegangen ist und die Hefe eine wunderbare Arbeit geleistet hat. So bemehle dir deine Arbeitsfläche und gebe natürlich den Teig da drauf. Vorsicht, der Teig ist so kompakt, dass er auch gerne Flügel bekommt. Und dann drückst du ihn dir flach, legst ihn ein, faltest ihn, so dass du eine längliche Teigrolle hast. So wiege den Teig ab, wie schwer er ist. Bei mir sind es 530 Gramm. Und da ich 5 Semmeln machen möchte, benötige ich pro Semmel ca. 106 Gramm. Im Anschluss daran nimmst du dir ein Teigstück, drückst dieses erst flach und dann legst du die Seiten ein, sodass du eine schöne Semmel formen kannst. Dann rollst du die Semmel über die Arbeitsfläche, wo kein Mehl mehr sich befindet, sodass du den kleinen Teigling auf Spannung bringen kannst. So verfährst du natürlich mit dem gesamten Teig. So sollten die Semmelchen jetzt aussehen. Bemehle sie nun noch von oben und dann schneide dir ein Muster deiner Wahl ein. Für mich gibt es heute ein Kreuz, ganz klassisch. Und dann können die kleinen Teiglinge bereits abgedeckt werden, dürfen für 30 Minuten nochmal gehen. Heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 220 Grad vor. In den 30 Minuten sind die Teiglinge ein wenig aufgegangen. Gebe sie nun für ca. 25 Minuten mit Dampf in den vorgeheizten Backofen und reduziere dabei die Hitze auf 180 Grad. Und der wunderbarste Moment, da kommen die Semmeln auch schon wohlig duftend aus dem Backofen raus und sehen einfach fantastisch aus. Hör dir mal an, wie knusprig die sind.
Wunderbar, knusprig von außen und mit leichter Krume von innen. Genau so muss eine gute Semmel sein. Und dann genieße nach Herzenslust, ruhig auch nur mit Butter und vielleicht ein wenig Schnittlauch obendrauf. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Appetit, lasst es euch gut gehen, bis bald, pfiat's euch!